wieder, die Bärbel mit kurzen Haaren heute, die ich mir gestern abgeschnitten habe. Ja, hallo nochmal. Ich möchte euch heute eine Technik zeigen, die ich vor ganz vielen Jahren schon mal gefilmt habe, aber mittlerweile gibt es ja so viel bessere Möglichkeiten und so viel kann man selber machen. Also da möchte ich einmal wieder ganz von vorne anfangen und das ist jetzt die allereinfachste und die easyste Technik, die ich euch zeigen kann, mit der wir alle, also wirklich fast jeder, den ich kenne, angefangen haben zu stempeln. Dazu erkläre ich euch erstmal, dass es im Prinzip nur zwei Arten von Stempelfarbe gibt. Und zwar einmal die Embossing-Stempel, die Pigment-Stempelfarbe, mit der man auch embossen kann, die ich euch jetzt hier zeige. Eigentlich kann man das immer ganz gut daran erkennen, dass die Stempelkissen, wie man das hier sieht, ich piek's da mal so rein, so ganz weich sind, wie so ein weicher Schwamm, ja, weil die Farbe so dick ist. Die ist sehr dick, dickflüssig und ein bisschen klebrig. Es ist kein Klebstoff, aber die klebt so stark, dass man damit embossen kann. Das zeige ich euch gleich. Und das hier, die andere Art von Stempelfarbe, ist eine Tusche-Stempelfarbe. Man sieht schon so ein bisschen Tusche im Deckel. Und die haben immer so eine ganz feste Oberfläche, wie so ein Bürostempelkissen, ne? Mit so einer Stoffoberfläche. Die sind immer sehr fest, weil die Farbe so dünnflüssig ist und damit geht's nicht. Nein, weg damit. Damit kann man nicht oder nur ganz, ganz schlecht embossen. Fangt damit nicht an. Macht das erst, wenn ihr viel Übung habt. So, und dann hier diese beiden, das sind jetzt Pigment-Stempelkissen. Das ist in dem Fall ein Brilliance. Welches Pigment-Stempelkissen man da nimmt, ist eigentlich schon fast wurscht. Hauptsache, das ist eine dickflüssige Farbe, die langsam trocknet. So, und damit färbe ich jetzt meinen Stempel ein. Was man auch noch wissen kann, sollte, diese Stempelkissen, diese Motivstempelkissen stehen alle so ein bisschen über. Seht ihr das? So ein bisschen, so ein paar Millimeter über dieser Grundfläche. Bürostempelkissen, die sind so vertieft. Mit denen kann man wirklich nur die Größe des Stempelkissens einfärben. Das hier, damit kann ich jeden beliebig großen Stempel einfärben, egal wie groß der ist. Also ein Motivstempelkissen ist niemals zu klein, auch wenn es nur daumennagelgroß ist. Man kann jeden beliebig großen Stempel damit einfärben, weil die Stempelfläche, die Stempelkissenfläche übersteht. So, dann mache ich meinen Abdruck auf dem Papier. Wunderbar. Auf den feuchten Abdruck, solange der noch feucht ist, kommt jetzt das Pulver. Dazu bereite ich mir die Unterlage vor. Ich knicke ein einfaches Blatt Schreibpapier, so in der Mitte. Und dann kommt das Embossingpulver komplett flächendeckend über den feuchten Abdruck. Also in 5 Minuten geht es nicht mehr, dann ist der Abdruck ja auch getrocknet. Und wie gesagt, ist ja kein Klebstoff, ist einfach nur feuchte, klebrige Stempelfarbe. Wie ihr seht, bleibt das Pulver wirklich nur da hängen, wo ich gestempelt habe. So, mit diesem Knick im Blatt kann ich jetzt so einmal wieder das zurückschütten in das Döschen. Sehr praktisch, da geht wirklich überhaupt kein Krümel verloren und ihr könnt damit hunderte von Abdrücken machen. Jetzt habe ich einen Cut reingemacht, weil ich eben das falsche Pulver genommen habe, mit dem man den Glanzeffekt gar nicht sah, weil es gibt ja sehr viele verschiedene Pulver, wie ihr hier unten in der Ecke seht, die bei mir auf dem Tisch stehen. Matte Pulver, glänzende Pulver, durchsichtige Pulver, deckende Pulver, aber dazu erzähle ich euch in einem anderen Video mehr. Jetzt nehme ich das richtige Pulver und zwar diesmal so ein Metallic-Pulver. Hier in dem Fall ein silbernes Pulver. Wieder, ne? So wie eben, wie ich euch das gezeigt habe. Komplett, einfach drüber, weil man kann gar nicht so viel drauf streuen, weil, wie ihr seht, das fällt alles wieder ab, ne? Und bleibt nur da hängen, wo ich gestempelt habe. So, und genau. Ihr seht, das ist noch ganz matt. Ja, so ein mattes, raues Pulver, so ein bisschen wie Sand. Ist aber ein Kunstharz, ja. Dass man dann schmelzen muss. Wenn ich jetzt den Abdruck so beiseite lege und den ein paar Minuten liegen lasse, fällt das Pulver wieder runter. Das bleibt ja nicht kleben. Ist ja kein Klebstoff, habe ich ja jetzt schon zweimal gesagt. Kein Klebstoff, sondern nur das Pulver auf dem klebrigen, feuchten Stempelabdruck. Und das muss jetzt geschmolzen werden. Dazu gehen eigentlich viele verschiedene Hitzequellen. Auf dem Messen sage ich immer und immer wieder, es geht auch im Toaster. Nur vorfüllen kann ich das nicht. Ich habe es mal versucht, aber nach 2 Stunden Dauerbetrieb ist mir der Toaster in Flammen aufgegangen. Also wenn ihr das zu Hause macht, nach einer halben Stunde gebt dem Toaster eine Pause. So, und ich zoome mal ran, damit man das besser sieht. Ja, ich will es euch einfach mal beweisen, dass es geht. Ich habe den Toaster jetzt angeschaltet. Okay. Und halte das so 2-3 Zentimeter über die beiden Schlitze von dem Toaster, damit das schmilzt. Ja, nicht drauflegen, das wird euch verbrennen. Auch auf gar keinen Fall reinlegen. Ja, dann bleibt das Pulver an den heißen Wändeln kleben und das wollen wir ja nicht. Ne? Da versaut ihr euch den Toaster mit. Also einfach so drüber halten und so ein bisschen so hin und her bewegen. Dann geht es etwas schneller. Es dauert ein bisschen länger beim ersten Mal. Wenn ihr 2-3 Mal hintereinander runterdrückt und schmelzen wollt, dann geht das hinterher immer schneller, weil der Toaster ja dann einmal aufgeheizt ist. Ah, jetzt sieht man es. Ach, ja, ich habe mir heute eine neue Kamera gekauft, extra für euch, damit ich diese Effekte zeigen kann. Mit der alten Kamera vorher, da ging das nicht. Da war das en Detail alles unscharf. Die hat auch die Schärfe nicht nachgeregelt, aber gleich werdet ihr sehen, ja, aus diesem matten, krümeligen Pulver
ist eine komplett zusammengeschmolzene Linie geworden. Und mit meiner tollen neuen Kamera kann ich euch das auch zeigen, dass das so richtig schön glänzt. Ne? Wie so ein Prägedruck, wie so ein Goldprägedruck, den man auch bei den gekauften Karten kennt. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht und dass das auch eine ganz saubere Sache ist. Also, ja gut, ein paar Krümel hat man ja immer. Hätte ich das doch mit dem Sauber jetzt nicht gesagt. Okay, also ihr habt gesehen, wie einfach das ist und wie schnell das geht. Und das ist auch wahnsinnig materialsparend, weil alles kommt wieder zurück ins Döschen. Man kann hunderte von Abdrücken machen. So, und jetzt zeige ich euch, wie die Profis das machen. Ja. Die haben eine Heißluftpistole, eine Heatgun. Ja, und okay, wenn man jetzt so ein halbes Jahr wie ich mit dem Toaster gewurschtelt hat, ist einem das irgendwann zu blöd und dann macht man das mit einer Heißluftpistole. Auf gar keinen Fall mit dem Haarföhn. Ihr könnt das gerne versuchen. Wenn ihr es versucht mit einem Haarföhn, denkt an mich und dann lachen wir gemeinsam, weil mit dem Haarföhn, es geht nicht. Okay? Der wird nicht heiß genug. Wenn ein Haarföhn heiß genug werden würde, würdet ihr euch die Haare abfackeln damit. Weil man braucht schon so eine relativ große Hitze. So, das wird ganz genau so wie gemacht, wie ich das eben gezeigt habe. Wenn ihr so kleine Schnipsel habt, Papier so auf Resten embossed, dann benutzt irgendein Hilfsmittel. Ich nehme dann immer so eine Holzwäscheklammer, ja, um das über den Toaster oder unter die Heatgun zu halten. Ne, das genau wie eben, abschütten. Ich schnipse immer so ein bisschen, ne, mit dem Fingernagel dagegen, dann fallen so die restlichen Krümel auch noch ab. Und auch nicht anders, noch nicht geschmolzen bekommen. Ich habe das gerade jetzt so da drunter gelegt. Ich habe ja Übungen. Und ihr passt dann gut auf, ne? Okay, mal wieder zumachen. Wir sind ja sparsame Hausfrauen oder Männer. Okay, und jetzt wird das wieder geschmolzen. Ich habe das jetzt hier extra mal auf so ein dunkles Papier gemacht. Oh ja, und ich wollte es euch mal hören lassen. Yep. Ich habe den Ton kurz eingeblendet, nur damit ihr seht, dass es auch wirklich an ist, das Ding, und ich nicht irgendwie zaubern kann, obwohl ich das, glaube ich, besser finde, wenn ich zaubern könnte. Und ja, aber kann ich leider nicht. Also das kann jeder so machen, wie ich das gemacht habe, entweder mit dem Toaster oder mit so einer Heißluftpistole. So die Männer, das ist so einer aus dem Baumarkt, die Männer, die haben manchmal sowas, um Farben und Lacke abzuschmelzen. Okay, manche Frauen auch. Wir haben ja keine Vorteile. Ja, und jetzt habt ihr das wirklich sehr gut gesehen, ne? Wie aus diesem matten Pulver dieser glänzende Abdruck wurde. Auf dunklem Papier ist das einfach der Knaller. Das sieht so super aus. Ja, und das kann jeder von euch. Das ist ganz einfach. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und man kann... Achso, wir sind noch gar nicht fertig. Man kann nämlich damit noch mehr machen. Was ihr jetzt gesehen habt, dass das Pulver auf einem feuchten Stempelabdruck hängen bleibt. Das geht auch auf anderen Unterlagen, auf anderen Flüssigkeiten. Hier in dem Fall benutze ich dafür einen Embossing-Stift. Die werden eigens dafür hergestellt und angeboten. Ich habe bis jetzt auch noch keine Stifte gefunden, mit denen das auch so gut geht. Aber ich werde demnächst ein Video machen, wo ich fortführende Techniken mit diesem Stift und anderen Materialien zeige. Also ich hoffe, ihr schaut euch das nächste Video dann auch an. So, und hier zeige ich euch dann, dass das der gleiche Vorgang ist. Ja, ihr habt mit diesem Embossing-Stift geschrieben. Okay, die haben 2 verschiedene Spitzen und ich habe gerade die Bandzugspitze genommen, die wie eine Bandzugfeder aufgebaut ist, sodass man so richtig schön damit kalligrafieren kann. Und wieder genau das Gleiche. Ich erspare euch diesmal den Krach. Wieder genau das Gleiche, einfach erhitzen. Ja, bis ihr seht, dass es glänzt. Man sieht, da sieht von oben fängt es an. Und dann so nach unten hin habe ich es erhitzt. Und dann ein bisschen abkühlen lassen, ein paar Sekunden warten. Hoppla, das habe ich ganz vergessen zu sagen eben. Das geht aber immer ganz schnell, so 2, 3, 4 Sekunden, je nachdem wie viel Pulver drauf ist. Perfekt. Ja, und das könnt ihr alles selber machen. Und es sieht wirklich sehr professionell aus, wie gekauft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich habe euch lieb.